Ich habe ja eigentlich davon abgeraten. Warum hat sie mir dann geholfen? Weil sie einen guten Freund nicht einfach hängen lässt. Ich habe gedacht, es wäre doch schön, wenn wir schon zusammen Ach, sein Alexa, könnten. komm. Mann, du wirst Erfolg haben, ja, auf der Akademie und ich bin Verlierer. Also ob und wo ich meine Frau küsse, geht dich gar nichts an. Wenn es aber nur dazu dient, mich zu ärgern, das hat keinen Stil. Warum will das nicht in deinen Kopf, dass du mich nicht mehr interessierst? Und wieso regst du dich ständig auf, wenn wir darüber reden? Also ich muss mir das nicht länger anhören. So, bitteschön, der Cappuccino. Danke sehr. Na dann, auf in den Kampf. Wie weit bist du denn mit deinen Verhandlungen? Wenn alles gut läuft, dann ist Beinbach und Media nächste Woche stolzer Besitzer eines neuen Verlages. Na, dann wünsche ich dir viel Glück. Danke, das kann ich gebrauchen. Setzen Sie sich doch schon mal, bitte. Danke. Guten Tag, Herr von Ballenbach. Guten Tag. Gut, dass ich Sie treffe. Kann ich heute Abend noch den Vorvertrag vorbeibringen? Ach, Sie müssen sich nicht extra bemühen. Sie können ihn auch per Kurier schicken. Ja, aber ich hätte da noch ein paar Details mit Ihnen zu besprechen. Ja gut, dann kommen Sie vorbei. Gut, dann bis heute Abend. Ich bin gleich bei Ihnen. Sag mal, wie lange willst du eigentlich noch Herrn Schneider für deine peinlichen Spielchen missbrauchen? Interessant, dass du den liebevollen Umgang mit einem Partner als peinlich bezeichnest. Du weißt genau, wovon ich rede. Ja, ja, von deiner Eifersucht, aber damit musst du schon selbst klarkommen. Mit dieser billigen Tour erreichst du bei mir gar nichts. Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Jetzt sollte ich wirklich eine andere Ausbildung anfangen. Dein Traum ist es doch, Regisseur zu werden. Und deine Chance kommt noch. Irgendwie habe ich da gerade so meine Zweifel. Ich glaube an dich. Danke. Mann, ich heul dir die Ohren voll und du versuchst die ganze Zeit, mich aufzubauen. Das ist Quatsch. Es ist logisch, dass ich dich unterstütze. Warte mal. Hallo? Nein, Mama. Bis zum Abendessen schaffe ich es wohl nicht mehr. Hey, Kleine. Hi. Oh. Sieht so aus, als hätte dein Aufbauprogramm für Felix nichts gebracht. Kannst du laut sagen. Erst hat es ihm total viel Spaß gemacht, mich beim Tanzen zu filmen. Und dann? Und dann hat Sebastian uns zusammengefaltet. Ja, ich habe mehr auf Felix geachtet als auf Sebastian. Ja, okay, es ist dumm gelaufen, aber das sagt doch nichts über Felix' Regiequalitäten aus. Das nicht. Felix denkt, ich mache die große Karriere und er ist nur der Loser. Florian küsst dich und du machst so ein Gesicht? Ja, na, das war ja kein richtiger Kuss. Ja, und was war's dann? Das war eher so, wie man seine Schwester küsst. So, ich bin dann weg.
Bleibst bei morgen, du übernimmst die Mittagsschicht? Ja, wie versprochen. Ciao. Dir ist echt nicht mehr zu helfen. Ja, na, er hat mir doch vorher selber deutlich klar gemacht, dass er keine Beziehung mit mir wünscht. Gefühle können sich ändern und Florian hat dich geküsst. Ich will mir nur keine falschen Hoffnungen machen. Warum soll er sich denn plötzlich in mich verliebt haben? Ja, dafür gibt's viele Gründe. Du siehst gut aus, bist einfühlsam, sensibel, charmant. Ja, und ich kann auch noch kochen, backen, putzen. Jetzt hört's auf. Du weißt ganz genau, dass die Karten neu gemischt sind. Natürlich wäre das schön, wenn ich doch noch eine Chance bei ihm hätte. Also, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihn darauf ansprechen? Lass dir Zeit. Florian ist vielleicht auch durch den Wind. Der kommt schon auf dich zu. Ich kann jetzt nicht einfach zu ihr gehen. Warum nicht? Ja, was soll ich ihr sagen? Ach, Florian, du musst doch nicht immer was sagen. Wenn du dich in sie verliebt hast, dann zeig ihr das ganz einfach. Ja, wenn. Oh Mann, es ist alles kompliziert. Tja, wenn es einfach wäre, dann wäre es nicht ganz so schön. Ja, jedenfalls weiß ich nicht, wie ich mich gegenüber Isabel verhalten soll. Du bist dir deine Gefühle für sie immer noch nicht sicher? Nein. Doch, Isabel war so unglaublich anziehend, als sie so da lag und schlief. Fast wie ein Engel. Du hast sie im Schlaf beobachtet? Ja, nach dem Shooting hat sie sich hingelegt und... Ja, es kam so über mich. Ich habe sie geküsst. Auf die Stirn, nur auf die Stirn. Davon ist sie aber nicht wach geworden. Klingt für mich aber ziemlich eindeutig. Na ja, in dem Moment schon. Oh, Elisabeth, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte Isabel auf keinen Fall verletzen. Zumindest solltest du ihr keine falschen Hoffnungen machen. Isabel fällt der Umgang mit mir so schon schwer genug. Sag mal, warum hat denn Felix eigentlich schon wieder abgesagt? Er wollte bei Alexa bleiben. Du weißt doch, die beiden sehen sich in letzter Zeit nicht so häufig. Na, hat sie etwas mit mir gemeinsam. Also langsam kommt mir das hier vor wie ein Hotel. Papa, jetzt übertreibt man nicht, ja? Ach nein? Du bist doch auch ständig mit Andi unterwegs. Du machst dir Sorgen wegen Marie, stimmt's? Ja, natürlich. Wie geht's ihr denn? Ja, wie soll's ihr schon gehen? Den Umständen entsprechend. Ja, entschuldige. Ich wollt's ja bloß wissen. Entschuldige. Herr Schneider ist angekommen. Sagen Sie ihm bitte, er soll im Salon warten. Ach nein, lass nur. Ich habe sowieso keinen Hunger. Es dauert nicht lang. Danke, Christiane. Guten Abend, Herr von Beinbach. Guten Abend. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beim Essen stören. Ach, kein Problem. Hier der Vorvertrag, wie besprochen. Danke. Und wie gesagt, es gibt da noch 2 heikle Punkte, über die ich gerne mit Ihnen reden würde. Nicht heute. Aber morgen gehen die Vertragsverhandlungen weiter. Sagen Sie den Termin ab. Ich möchte, dass Sie morgen für mich nach London fliegen. Morgen? Ja, in der Rechtsabteilung einer unserer Tochterfirmen gibt es Kompetenzschwierigkeiten. Ich möchte, dass Sie das klären. Ja, aber ist das denn so eilig? Ich meine, wir sind kurz vor Vertragsabschluss. London ist wichtiger. Aber tun Sie bitte, was ich Ihnen sage. Wie Sie wünschen. Ich möchte nur betonen, dass der Kauf des Verlages dadurch möglicherweise in Frage gestellt wird. Lassen Sie das ruhig meine Sorge sein. Liegt es denn an mir? Ich meine, sind Sie denn unzufrieden mit meiner bisherigen Arbeit? Unsinn. Sie sind mein bester Mann. Deshalb schicke ich Sie ja nach London. Felix, ich gehe ins Bett. Kommst du mit? Gleich. Ich bin so müde, ich muss jetzt schlafen. Ich schaue mir das noch zu Ende an. Das ist so platt. Wenn es ein Krimi wäre, dann wäre garantiert der Mörder der Gärtner. Es ist aber kein Krimi. Bis gleich. Ja. schon sehen mit seinem Dackel. Dackel, Dackel, Dackel. Ist doch voll wie Deutschland, blöde Viehe.
London? Wieso denn ausgerechnet London? Ich war genauso überrascht davon. Vor allem morgen. Stehst du nicht mitten in Verhandlungen mit diesem Verlag? Genau, das habe ich meinem Chef auch gesagt. Und trotzdem will er, dass du fliegst? Er besteht darauf. Merkwürdig. Allerdings. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich absichtlich von den Verhandlungen abzieht. Wie meinst du, er ist unzufrieden? Ganz im Gegenteil. Ich sei sein bester Mann, behauptet er zumindest. Kannst du dir einen Reim darauf machen? Immerhin kennst du Martin besser als ich. Was? Hörst du mir denn eigentlich zu? Ja, natürlich. Und? Und wie lange werde ich dich vermissen müssen? Keine Ahnung. Von ein paar Tagen war die Rede. Oh nein, jetzt könnte ich wirklich sauer werden auf Martin. Das ist ja eine halbe Ewigkeit. Ich würde ja auch lieber hier bei dir bleiben. Das kannst du mir glauben. Ja, machst du mir mal die Kette auf. Dass ich ausgerechnet jetzt fliegen muss. Ich kann nur hoffen, Herr von Beinbach hat gute Gründe dafür. So wie ich ihn kenne, hat er die bestimmt. Morgen. Ist noch Kaffee drin? Sprechen und Zeitung lesen gleichzeitig ist wohl zu schwierig für dich. Bandsalat zum Frühstück. Ist ja kein Wunder, dass du so strahlst. Kannst du mir vielleicht einen Grund nennen, warum ich gute Laune haben sollte? Nur Absagen, ich weiß. Langsam nervt's wirklich. Wenn ich schon einen DIN A4-Umschlag in der Post sehe, weiß ich Bescheid. Also irgendwie kapiere ich das ja nicht. Was? Ja, warum du deine Eltern nicht fragst. Die dürften doch die absoluten Obercracks in der Medienbranche sein. Ich pfeife auf die Unterstützung meiner Eltern. Okay, würde mir vielleicht auch so gehen. Aber bevor ich ganz auf dem Trockenen sitze... Nur weil Papa Einfluss hat, einen Job an Land zu ziehen? Na stimmt, du bist ja lieber stolz und arbeitslos. Ich finde schon was. Auch ohne Hilfe. Klar. Aber bevor du noch länger auf diesen Anruf aus Hollywood wartest, sollst du dich vielleicht mal wieder auf der Erde umsehen. Was willst du mir damit sagen? Kleine Brötchen backen, ein paar Abstriche machen. Ebenso wie alle Normalsterblichen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder unter deiner Würde. Schau mal, wer da kommt. Ob er dir was durch die Blume sagen will? Hallo. Hallo. Als kleines Dankeschön für gestern. Für mich? Ich glaube, die könnten Wasser gebrauchen. Ja, natürlich. Ist ja jetzt gar nicht nötig gewesen, Blumen. Ich weiß doch, wie schwer dir das gefallen ist mit dem Shooting. Da ist so ein Strauß das Mindeste. Also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Am Ende hat es richtig Spaß gemacht. Das freut mich. Da ist noch was ich dir sagen wollte. Ja? Nach dem Shooting. Mir ist klar geworden... Ja? Anders. Als wir so eng zusammengearbeitet haben, du hast mich davor um Abstand gebeten. Ja? Ich werde deinen Wunsch respektieren, dir in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Bist du gekommen, um mir das zu sagen? Ja, nein. Auch um mich zu bedanken. Tschüss. Tschüss.
Ein paar Erfahrungen konnte ich schon sammeln. Vor allem kleine Regiearbeiten und sowas. Ey, guck mal, ich hab... Felix hat gerade ein Bewerbungsgespräch. Also wenn Sie wollen, sofort. Gut, dann komme ich gleich vorbei. Hey, das klingt super. Naja, erst mal abwarten. Die laden mich nur zum Vorstellungsgespräch ein. Um was geht's denn, wenn man fragen darf? Um eine Regie? Nicht ganz. Die suchen einen zweiten Regieassistenten. Ach so. Ist doch auch was, oder? Eben. Ja, klar. Ich meine, keiner ist bestimmt stressiger. Und die wollen also, dass du jetzt sofort vorbeikommst. Mhm. Cool. Meinst du, ich habe in den Klamotten eine Chance? Klar, du siehst super aus. Und du weißt selbst, in der Branche kommt es nicht auf Äußerlichkeiten an. Genau. Außer vor der Kamera. Ach so, übrigens. Was sagt ihr zu meiner Neuerwerbung? Hm? Cool. Hat was? Schatz, du siehst hinreißend aus. Hey, Kopf hoch. Die werden hin und weg sein von deinem Talent. Na, wenn du das sagst. Mhm. Ja, Felix an die Macht. Zeig's ihnen. Ja, ich hau auch mal ab. Die Firma sitzt direkt um die Ecke. Okay, viel Glück. Danke. Ciao. Du schaffst das. Hast du eigentlich jemand eine Ahnung, um was für eine Art von Produktion es sich bei der Firma handelt? So? Ist doch egal. Entscheidend ist, dass sich endlich was bewegt. Ja, bitte. Oh, schlechte Stimmung. Störe ich dich gerade? Pläne schmieden. Nein, beim Arbeiten. Was kann ich für dich tun? Naja, ich schätze eine Menge. Komm bitte auf den Punkt. Welchen Punkt meinst du? Etwa den, den du nicht setzen willst? Also ich habe keine Zeit für deine spitzfindigen Bemerkungen. Entweder du sagst, was du willst, oder... Ich weiß, dass du auf meinen Anruf gewartet hast. Und was träumst du nachts? Soll ich dir das wirklich erzählen, ja? Nein, das sollst du nicht. Ich möchte, dass du mich endlich in Ruhe lässt. Und zwar ein für alle Mal. Nein, das stimmt doch nicht. Sag mal, soll ich dir das schriftlich geben, damit du mir endlich glaubst? Als dein Anwalt würde Lars dir davon abraten, eine Falschaussage auch noch schriftlich zu fixieren. Warum hast du ihn nach London geschickt? Hat er es dir nicht erzählt? Aus beruflichen Gründen. Ach so. Die Geschichte mit der Tochterfirma, ja? Also ich glaube nicht, dass ich dir gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Jetzt sag ich dir mal, was ich glaube. Du hast Lars nach London geschickt, um mich zu treffen. Wie bitte? Ich werde dich auch nicht enttäuschen. Ich werde jetzt ein Bad nehmen, ein schönes Licht machen, die richtige Musik auflegen und auf dich warten. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich auf so etwas einlasse? Ach, nein? Du kannst dir deine Bemühungen sparen. Ich werde ganz bestimmt nicht kommen. Silvia? Oh, ich hoffe, dass es bei Felix gut läuft. Endlich. Und? Du hast den Job? Ich kann in den nächsten Tagen anfangen, wenn ich will. Ich hab's gewusst. Okay, gratulieren. Was produziert diese Firma eigentlich? Musikvideos? Nee, Werbung. Ja, cool. Werbeclips. Dauerwerbesendung. Ja, die können doch auch ganz unterhaltsam sein. Und dafür brauchen die einen zweiten Regieassistenten. Die suchen eigentlich nur einen Idioten, der die jeweiligen Verkaufsartikel so postiert, dass sie die Kamera dann gut zur Geltung bringt. Küchengeräte und so ein Schrott. Küchengeräte, Werkzeuge. Und fleischfarbene Unterwäsche. Nur die Übergrößen. Ja, das ist natürlich super ätzend. Nein, ist es nicht. Das ist ein Anfang. Schatz, du arbeitest ja immer noch.
Willst du nicht mal Pause machen? Geht leider nicht, das muss heute alles noch fertig werden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, lieb von dir, aber das ist staubtrockener Juristenkram. Trotzdem solltest du dir mal ein bisschen Erholung gönnen. Und ich würde auch gerne wieder mal etwas mehr Zeit mit dir verbringen. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Was hältst du davon, wenn wir ein paar Tage wegfahren? Zum Beispiel in unser Chalet? Mal sehen, vielleicht. Nicht vielleicht. Vielleicht ist zu wenig. Komm, wir waren schon so lange nicht mehr in der Schweiz. Nächste Woche. Oder übernächste. Vorher geht es leider nicht. Du bist schrecklich. Du hast einfach nur den falschen Mann geheiratet. Nein, das habe ich nicht. Ich würde dich jederzeit wieder heiraten. Ich dich auch, mein Schatz. Ist was? Ja, ich habe leider noch einen Termin. Jetzt? Ja, tut mir leid. The first time I saw you, I loved you. I loved you. Was machst du denn hier? Du kannst Fragen stellen. Du hast mich doch eingeladen. Nicht so direkt, aber es ist in Ordnung, wenn du es so verstanden hast. Deine Spielchen. Moment. Ich hatte also recht, dass du Lars nur wegen deiner Eifersucht nach London geschickt hast. Ich bin eigentlich nicht hierher gekommen, um über Lars zu reden. Ja, ich kenne dich zu gut. Du bist so leicht zu berechnen. Bitte? Ich bin aber nicht so leicht zu haben. Was soll das? Wir werden nicht nochmal eine Affäre beginnen. Als kleine Abwechslung zu deinem langweiligen Eheleben. Also, was willst du von mir? Ich will dich, Martin. Aber nur, wenn du bleibst. Entweder du kommst ganz zu mir zurück oder du verschwindest auf der Stelle.